Hello everyone! Hallo zusammen. Das Video geht gleich weiter auf Deutsch. I will produce the next bonsai videos in German language. To obtain all informations in your own language, just click at your YouTube window and activate automatic translation. So have fun with the video. So, dann geht's auch gleich los. Das Thema in diesem Video ist Thymian und Bonsai. Ich habe hier einige meiner Thymianbäumchen, die ich als Bonsai gestalte, in meinen Arbeitskeller gebracht. Draußen ist es nahe dem Gefrierpunkt, jetzt noch Mitte April. Ja, hier sehen wir schon mal aus Stecklingen gezogene kleine Bonsai. In dem Fall ist es ein Duft-Thymian. Man sieht das schon an den Knospen, er wird bald blühen. Wunderschönes Exemplar. Der Stamm ist natürlich noch nicht besonders dick, aber das wird schon noch. Im zweiten von der Sorte. Das ist allerdings ein Thymian vulgaris, Faustini wahrscheinlich. Schauen wir uns dann nochmal den hier an. Der wird eine sehr interessante Form haben. Auch eher wunderschön irgendwann mal. Schön zu gestalten. Knorrige Geschichte der Thymian. Ich halte ihn für besonders geeignet als kleine Bonsais und auch zum Üben, zum Anfangen, sind auch nicht besonders teuer und sehen dann auch wirklich tatsächlich sehr gut aus, wenn sie etwas gestaltet sind. Dann haben wir hier einen, der ebenfalls auch bald blüht, deswegen würde ich jetzt ungern was an ihm machen. Ich warte mal noch ein bisschen, der ist schon etwas dicker unten. Das wird mal auch ordentlicher Stamm werden. Bisschen zu feucht anscheinend, aber okay, es tut ihm nichts. Und ich habe letzte Woche einen beschnitten, der sah genauso aus wie der hier und der sieht jetzt so aus. Ja. Da kann man sich das vorstellen, bevor er dann wieder neu austreibt und tatsächlich schöne Polster bildet. So, dann habe ich hier diese Thymianbäumchen, hier aus Stecklingen, hier schon längere Zeit aus Bäumchen gezogen, die ich im Baumarkt gekauft habe. Und ja, so, ich gebe euch jetzt einige Tipps zur Haltung dieser Thymianbäumchen und danach werden wir den Kerl hier hinten, den werden wir austopfen, nachschauen, wie es unten aussieht im Wurzelbereich und dann werde ich ihn trimmen. Das Gute ist, die Abschnitte beim Trimmen kann ich gleich benutzen heute Abend beim Abendessen als Thymian Kräutergewürz. Jawohl. Ja, fangen wir an mit den Tipps und Tricks. Zum einen, im Sommer stehen die Bäumchen im Halbschatten. Ich bevorzuge das, weil die Sonnenphase locker ausreicht und die Austrocknung dann wesentlich langsamer vonstatten geht. Dementsprechend habe ich nicht so viel Arbeit. Im Sommer wird auch nur schwach gedüngt und habe auch festgestellt, dass sie nicht so gerne Blattdünger mögen. Also nicht über die Blätter sprühen, sondern tatsächlich nur unten rein. Am besten sogar tauchen, unten in ein Wasser reinstellen und vollsaugen lassen und dann wieder weg. Ja, ansonsten kommt der Winter und im Winter ist es natürlich etwas schwieriger. Die lange Frostperioden, die sie zwar aushalten, also es gibt keine Schäden durch den Frost, aber durch die
durch die gefrorene Erde, die dann bei zu langer Gefrierzeit verhindern, dass die Wurzeln Wasser aufnehmen. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass die im Winter bei nassen bzw. gefrorenen Substrat auch vertrocknen. Am schlimmsten ist natürlich die Staunässe. Die entsteht, wenn wir zu wenig Drainage drin haben. Heißt, wir müssen dann auch immer wieder nachsehen, dass die Drainagelöcher nicht zuwachsen. Die Bäumchen haben sehr starke Bewurzelung, wenn es ihnen gefällt. Das heißt, sehr viel Feinwurzeln, die dann tatsächlich unten diese Drainage verschließen. So, man muss die immer wieder kontrollieren. Das ist ja ganz einfach. Man hebt die einfach aus dem Topf raus und dann kann man sehen, wie es unten drin aussieht. Vermeiden auf alle Fälle bei der Mischung des Substrates würde ich Bestandteile von Kompost oder Kompost selbst. Das heißt, viel mineralische Geschichten, da ist Akadama mit drin, Bims, Ton, Lava und das gemischt mit einem kleinen Anteil an, was man eben kann, eben Torf, oder wenn man das nicht will, nimmt man eben Kokosfaser. Was die einzelnen Erden für Bestandteile haben, kann man auf der Deklaration sehen, auf der Verpackung. Dementsprechend dann auch, wie gesagt, vermeiden, Rüben, Kompostanteile mit hier einzubringen. Das mögen die also überhaupt nicht. Im Frühjahr, wie gesagt, nachsehen. Das werden wir dann jetzt auch gleich machen. Und zwar bei dem schönen Rosen hier. Den werden wir dann auch jetzt ausheben, schauen, ob wir was machen müssen in der Substratecke, ob wir ihn neu pflanzen müssen, neue Drainage einbauen. Das werden wir gleich sehen. Und dann werden wir den, wie gesagt, beschneiden. So, dann geht es jetzt auch gleich los. So, dann lösen wir mal die Wurzelballen. Hier übrigens interessant, ich habe einen Docht eingearbeitet, der im Winter bzw. im Sommer auch das Wasser von außen nach innen zieht. So, jetzt haben wir hier, der ist wunderbar gewachsen, ganz viele Wurzeln, unten auch noch das kleine Plastiknetz, das verhindert, dass es durchfällt. Jetzt sehe ich, dass ich oben vielleicht etwas zu feucht bin hier. Ich wechsle es mal ab, wird gleich ersetzt. So, sieht man schon. Wunderbar. Ich könnte natürlich jetzt auch hier unten viel wegnehmen, das werde ich mir aber jetzt sparen. Und nur den Schnitt machen, damit der Baum jetzt nicht zu stark belastet wird. So. Ein bisschen können wir hier oben dran lassen hier. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Ich finde, tolle Sache. Den werde ich beibehalten. Ich denke, dass ich hier den wieder durchstecke. Das mache ich jetzt. Ich werde vorher hier noch eine kleine Drainageschicht einbauen. Ich nehme einfach hier etwas von meinem Substrat. Wie gesagt, etwas. Und werde hier außen um die Löcher etwas eingeben, sodass er ein bisschen Abstand zum Boden hat. So, jetzt kommt etwas Düngeperlen mit rein. Die haben den Vorteil, dass sie zwar mineralisch sind, aber eben nur bei der entsprechenden Temperatur sich auswirken. Damit habe ich schon mal
was Neues geschaffen. So, man kommt einfach wieder rein. Sieht also gut aus. Ich werde ihn jetzt auch nicht weiter stören. Er wird Feinwurzeln unten wieder bilden und somit war das ein sehr, sehr schonendes Umtopfen. Bin sehr zufrieden mit der Substratstruktur. Leicht feucht. So, dann machen wir uns ans Schneiden. Er ist nämlich schon vor, wie soll ich sagen, Design ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist schon in gewisse Form gebracht worden mit den Pads, sodass ich hier tatsächlich nur noch schneiden muss. Man sieht dann innen drin noch die Drähte, hier den hier, den werde ich dann auch jetzt rausnehmen. Das reicht jetzt aus. Ich habe da den einen oder anderen Ast nach unten gebunden, das ist natürlich sehr fragil bei diesen Bäumchen, die brechen recht leicht, deswegen muss man da vorsichtig sein. So, schauen wir mal hier und hier und hier. Schneide hier hinten rein, so, ja, genau. Das sieht man schon. Die Struktur, die wird jetzt natürlich sehr dicht werden, weil er komplett austreiben wird. Neu. Dann habe ich hier dieses Pad und hier unten. Da kann ich dann feinere Korrekturen später irgendwann nehmen. Machen wir im Sommer. Das hier ist auch okay. So, jetzt sieht man die Drähte ein bisschen. Spitzen schneiden regt natürlich die weitere Verzweigung stark an. Ja, wenn er mal eine Form hat, ist es natürlich relativ einfach. Ist mir auch klar. Das kann man so nach 1-2 Jahren machen, dass man dann versucht, aus der Grundform eine gewisse Struktur zu machen und dann im Anschluss dran sind jetzt so wie hier jetzt eigentlich nur noch Feinarbeiten, die richtig Spaß machen, die gehen auch relativ schnell. So. Tja, schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt kommt das schwierige Teil. Jetzt versuche ich mal diese Äste, also dieser Draht,
hat diesen Ast nach unten gezogen, den habe ich an diesen Draht verankert gehabt. Das war jetzt über den Winter drauf. So. Und der bleibt auch in dieser Position. Dann habe ich noch einen Draht hier, das ist dieser. Dem habe ich den hier oben nach unten gezogen, den hier, der war nach unten gezogen mit diesem Draht. Ja, man muss aufpassen. So. Aber geht alles. Und jetzt kommt es ein bisschen, jetzt könnte ich den natürlich hier unten, dieser hier ist etwas dickerer, der ist schon ein bisschen eingewachsen. Kann ich rausdrehen oder auch schneiden. Viele sagen natürlich, das geht gar nicht, was ich hier mache, aber ja, do it yourself. Ich halte den Draht einfach fest und dann kann auch nichts passieren. Oder gar nichts beschädigt. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich doch schneiden müssen da hinten. Geht er um die Kurve. Ja, dann will ich schneiden, da komme ich jetzt gleich. Damit ich hier nichts verursache. That's it for this short video. Consider subscribing and write me if you want to see more of my work. Have a lot of fun with your bonfires. See you next time.